So, es geht wieder los und zwar in Lübeck. Hier auf der rechten Seite sieht man die Altstadt. Und ich bin hier, ja, weiß ich nicht genau, am Elbe-Lübeck-Kanal oder an der Wakenitz. Die gehen ja dann irgendwann ineinander über. Ja, es ist richtig schönes Wetter. Ist noch ein bisschen kühl, aber schon sonnig. Also es wird mit Sicherheit warm werden. Und jetzt geht es erstmal nach Büchen. Und eventuell auch noch weiter bis nach Lüneburg. Muss ich mal gucken, wie ich so durchkomme. Und zwar immer am Elbe-Lübeck-Kanal lang. Extrem vorsichtig fahren, der Weg ist extrem schmal und hier kommen immer so Kurven. Und da muss ich natürlich immer aufpassen, wenn mir da jemand entgegenkommt, dass ich sofort bremsen kann. Deswegen fahre ich hier extrem langsam. So, jetzt habe ich langsam die Innenstadt hinter mir gelassen. Da rechts sieht man noch den letzten Kirchturm. Und jetzt geht es im Prinzip immer am Kanal lang. Und ich hoffe, es bleibt einigermaßen so, wie es jetzt ist. Das lässt sich echt gut fahren. Ja, gefühlt ist es so, dass hier fast jeder Einwohner von Lübeck ein Boot hat. Andere sind so Anlegestellen hier, aber es ist ja auch perfekt geeignet. Und ich muss jetzt gleich noch die Seite wechseln. Denn auf dieser Seite wird der Weg dann irgendwann extrem schmal und dann komme ich irgendwann nicht mehr durch, wurde mir gesagt. Deswegen werde ich dann da hinten irgendwann nochmal wechseln. Man sieht die Brücke noch nicht. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite und da ist der Weg auch gleich besser. Also auf der gegenüberliegenden Seite war es wirklich extrem schlecht gerade. Ja, hier kann ich jetzt nur noch schieben. Also geradeaus ging es eben noch mitfahren, aber jetzt muss ich hier um die Kurve und das ist schon extrem eng. Ja, fast vorbei. Hier ist auch extrem eng. Ja, geschafft. So, der erste Akku ist jetzt auf 2 Streifen runter und dann werde ich den einfach mal wechseln. Im Moment scheint die Sonne und dann kann ich so ein bisschen schon mal mit der Sonne Energie tanken und gleichzeitig den Akku aufladen. So, der alte kommt raus. Der neue kommt rein. So, jetzt kommt der alte Akku an das Ladegerät. Das Ladegerät liegt hier hinten. Jetzt drehe ich das so, dass ich die Anzeige sehe. Dass ich wenigstens weiß, ob es startet. Und dann kommt das Ladegerät in die Power Station. Dann müsste eigentlich, ja, jetzt fängt er an zu laden. Und jetzt ist die Power Station zwar voll, aber gleich kommt dann auch wieder ein bisschen Energie nach von der Sonne. Und deswegen starte ich das jetzt schon mal. Ja, und jetzt kommen natürlich schon 107 Watt rein, das ist perfekt, weil da könnte ich jetzt 5 Stunden lang laden und so lang lädt der Akku gar nicht. Das heißt, ich lade gerade die Akkus, also die Powerstation war natürlich voll vorher und gleichzeitig lade ich die Powerstation mit Solar und dadurch hält das natürlich länger und ja, umso weniger muss ich an irgendwelche Ladepunkte gehen. So, jetzt geht's weiter. Die ersten 10 Kilometer habe ich schon geschafft. Jetzt sind es nur noch 43 bis nach Büchen. Ja, hier sind echt viele Schleusen am Elbe-Lübeck-Kanal. Jetzt bin ich gerade mal 5 Kilometer gefahren. Oder 6. Und da ist schon die nächste. Jetzt sind es nur noch 20 Kilometer bis Büchen. Und da werde ich wohl schon um 14 Uhr ankommen, deswegen überlege ich, ob ich gleich nach Lüneburg durchfahre und da dann übernachte. Auf jeden Fall werde ich in Büchen
duschen, dann erstmal eine Pause machen, ein bisschen was essen. Da ist auch ein Supermarkt. Und dann schaue ich mal weiter. Ja, eben hat mich schon ein netter Herr darauf hingewiesen, dass es hier nicht weitergeht. Aber das kenne ich ja schon von der Hinfahrt. Deswegen werde ich mich da einfach trotzdem wieder durchmogeln. So, jetzt habe ich schon mal aufgemacht. So, und weiter geht's. Ja, schade, jetzt habe ich gerade einen Platten. Und zwar wieder vorne. Und da ist er gerade neu gewechselt. Bin ich mal gespannt, woran das jetzt liegt. Oh, da verliere ich jetzt bestimmt wieder eine Stunde. Naja. Ja, oh Mann, ich bin so doof, ne? Da habe ich überhaupt keine Luftpumpe dabei. Und ich bin hier 6 Kilometer vom nächsten Fahrradladen entfernt. Das heißt, wenn ich da jetzt hinlaufe, dann ist der Tag gelaufen. Dann sind da 12 Kilometer hin und zurück. Da ist man den ganzen Tag unterwegs. Ja, weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Das war eine richtige schlaue Idee, ohne Luftpumpe loszufahren. Ach je. So, jetzt versuche ich es hier mal aufzubocken auf dieser Holzkiste. Ja, jetzt habe ich richtig Glück gehabt. Da kam eben ein Radfahrer vorbei, der mir so ein Dichtspray mitgebracht hat, was auch gleichzeitig den Reifen aufpumpt. Leider passt das hier nicht genau auf das Ventil drauf, also das Gewinde ist viel zu groß. Jetzt muss ich mir mal irgendwas überlegen, wie ich das da reinkriege. Ich bin auch am Überlegen, ob ich gleich einen neuen Schlauch rein tue und das dann mit dem Zeug aufpumpe. Vielleicht wäre es sogar schlauer. Ja, da kommt auf jeden Fall gleich der neue Schlauch rein. Da habe ich größere Chancen, dass es auf jeden Fall gleich dicht ist. Ja, für das Ventil habe ich mir noch nichts überlegt. Also ich werde mal versuchen, da so Tape drum zu wickeln und dann das andere drauf zu pressen. Vielleicht funktioniert das ja. Ein bisschen skeptisch, aber ich muss es ja. So, da habe ich Glück gehabt. Da kam gerade noch jemand mit einer Luftpumpe vorbei. Da konnte ich den Ersatzschlauch reinsetzen in den Reifen und den gleich aufpumpen. Und dann muss ich mir nichts basteln mit so einem Übergangsstück. Das sieht schon wieder ganz gut aus. Mal gucken, dass ich zum nächsten Fahrradladen komme, mit da gleich einen neuen Schlauch und eine Luftpumpe hole, damit mir das nicht nochmal passiert. So, jetzt bin ich wieder auf dem Weg, habe den Reifen geflickt und fahre jetzt erstmal nach Büchen. Da ist ein Fahrradladen und da werde ich mir erstmal eine Luftpumpe besorgen und aber auch wieder einen Schlauch und einen vernünftigen Mantel. Am besten von Schwalbe, so einen pannensicheren, weil die halten ewig. Ja, und jetzt geht es hier noch ein Stück am Kanal lang und dann biege ich irgendwann ab nach Büchen. Jetzt habe ich wahrscheinlich noch so 2-3 Kilometer bis zu dem Fahrradladen in Büchen. Und eventuell kaufe ich da auch gleich noch ein bisschen was ein. Da ist nämlich auch ein Supermarkt. Mal schauen. Jetzt bin ich gerade in 7 Eichen und ich glaube, ich sehe sogar ein paar von den 7 da vorne. Ja, wirklich schöne alte romanische Kirche. Wirklich schöner Dorfplatz hier. Und Kopfsteinpflaster. Man liebt es. So, ich sehe da drüben so ein bisschen Sand. Vielleicht kann ich da drauf fahren. So, jetzt habe ich mir gerade noch eine Luftpumpe gekauft.
Bin wieder am Kanal angekommen. Musste gerade den Weg da lang fahren. Aber es hat geklappt. Und jetzt geht es weiter in die Richtung, nach Lauenburg, dann über die Elbe und nach Lüneburg. Ja, richtig schöne alte, urige Bäume hier. Da vorne könnte schon die Elbbrücke sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, das ist echt fies, so eine enge Fahrspur und dann noch Seitenwind. Da muss ich echt, kann ich fast gar nicht filmen. Ja, Komoot ist auch lustig. Sie wollte mich hier gerade über die Schienen schicken. Das klappt nicht. Ich will doch mal ein Stück geradeaus finden. Ja, jetzt geht's los aus Lüneburg Richtung Wittingen. Da ist genauer gesagt in Knesebecken Campingplatz. Den versuche ich mal zu erreichen. Oder in Wittingen auf dem Wohnmobilstellplatz. Ja, und heute ist echt schönes Wetter. Es ist noch ein bisschen kühl, aber es ist schon Sonne. Ja, und diese Tour plane ich ja mit Komoot. Ich schicke mich hier jetzt gerade so einen Waldweg lang, der ganz schön huckelig ist. Ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer. Aber es ist natürlich ganz hübsch, ne? Ja, jetzt ist der Weg ein bisschen besser geworden, zum Glück. Das war ja echt eine Herausforderung. Dann war es auch noch ein bisschen schlammig dann zum Teil, aber jetzt wird es hier auch wieder schlecht. Habe ich mich zu früh gefreut. Oh je. Naja, muss ich wieder langsamer fahren. So, einmal über die Bahnlinie rüber. Und jetzt habe ich zumindest Asphalt. Ja, geschlafen habe ich übrigens super da in Lüneburg. Da durfte ich ja bei Mathe übernachten. Also vielen Dank nochmal. Und da sogar einen Tee gekriegt und hätte auch morgen mit frühstücken können. Aber ich frühstücke meistens etwas später. Und jetzt hier wahrscheinlich gleich irgendwo auf der Tour. Ja, aber echt super. Dann konnte ich Mathe auch noch einen Reifen abkaufen, also Mantel und Schlauch, den ich später dann noch auf jeden Fall überweisen muss. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall noch als Backup einen Mantel und einen Schlauch, falls also der vordere Reifen nochmal platt werden sollte. Dann bin ich nicht ganz aufgeschmissen. Eine Luftpumpe hatte ich mir auch noch gekauft. Ja, jetzt geht es gerade durch Bienenbüttel und über die Ilmenau gerade.
Wir haben ja auch eine sehr schöne Kirche scheinbar. Ja, jetzt geht es hier ein bisschen an der B4 lang. Ich bin schon aus Biedenbüttel raus. Aber wenigstens habe ich hier einen vernünftigen Radweg. Bin ich schon mal ganz froh. Ja, und der Akku ist auch schon mittlerweile auf 2 Balken runter. Das heißt, den werde ich gleich mal wechseln. Da kann ich schon mal die Power Station leer machen. Und die kann dann mit der Sonne nachladen, weil das ist heute echt ein super Tag. Da könnte es wieder sein, dass ich so ohne Nachladen auskomme. Also ohne Anhalten. Das könnte alles über die Solarmodule gehen. So, kommt der neue Akku rein. Ja, und jetzt kriege ich auch schon 102 Watt rein. 187 gehen raus für den Bosch-Akku. Das heißt, ich kann auf jeden Fall, ja, wenn der voll ist, ist wahrscheinlich noch nicht mal ein Viertel aus der Power Station raus, weil der Akku ja auch nicht ganz leer ist. Das ist auf jeden Fall super, wenn es so bleibt heute, von der Sonne. Weiter geht's. Ja, eben fuhr ich schon durch Jemelsdorf, dann noch weiter an der B4 lang und jetzt sind wir in Tetendorf-Eppensen. Ja, und hier gibt es einen Heidemarkt. Jetzt habe ich hier eine echt schöne Stelle gefunden. Es ist zwar immer noch nah an der B4, aber man hört es nicht mehr so doll. Und vor allem habe ich jetzt Hunger. Jetzt muss ich mal unbedingt was essen, also frühstücken. Ich habe bestimmt auch schon fast 12. Ja, genau. 12 Uhr. Ja, dann essen wir doch mal was. Dann mache ich mal auf und hole mir meine Verpflegungskiste raus. Mal gucken, ich bin vorhin, habe ich es fast wieder umgekippt. Mal gucken, ob noch alles einigermaßen gerade steht, aber es sieht ganz gut aus. Ja. Dann gucke ich mal, was ich da noch Nettes drin habe. Ich glaube, ich habe noch Brot dabei. So, und währenddessen steht das Fahrrad hier schön in der Sonne. Und die Batterien können so ein bisschen nachladen. Ich glaube, ich müsste hier mal ein bisschen sauber machen. Dann würde ich wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Strom reinkriegen. Dann gibt es heute zum Frühstück, oder eigentlich ist ja schon Mittag, einfach ein bisschen Brot, so ein Linsen-Curry-Aufstrich und da so ein bisschen Cheddar drauf. Das hatte ich neulich schon mal, das ist ganz lecker. Ja, jetzt habe ich wieder einen Hauptgewinn gezogen. Schickt mich das blöde Navi hier über so einen Sandweg. Bin ich überhaupt nicht mehr weitergekommen. Da senke ich komplett ein. Bin mal gespannt, ob ich jetzt irgendwie weiterkomme. Keine Chance. Ich kann überhaupt nicht fahren. Am besten schiebe ich ein Stück, mal gucken, ob ich das hinkriege. Vielleicht wird es auch irgendwann besser. Geht das noch 2 Kilometer so weiter? Kann ich 2 Kilometer schieben jetzt. Jetzt wird es ein bisschen besser hoffentlich. Ich versuche mal zu fahren. Aber ich habe bestimmt einen halben Kilometer oder so geschoben. Ja, prima. Konnte ich genau 30 Meter fahren. Schon wieder Sand. Voll weggerutscht. So, ich glaube, ich habe es geschafft. Ich sehe da vorne sowas wie Thea. Ich bin sehr erfreulich. Aber selbst wenn hier kein Sand ist, du kannst aber nicht schnell fahren, weil hier ein Schlagloch das nächste gar nicht. Ja, Asphalt. So, jetzt gucken wir nochmal gleich die ganze Tour an, ob nochmal irgendwo so ein blöder Weg durch den Wald geht. Dann fahre ich gleich woanders lang. Mal schön Straße. Ist zwar manchmal nervig wegen den vielen Autos, aber...
so, jetzt bin ich wieder glücklich auf dem Fahrradweg, habe zwar auch wieder die Autos, aber das ist mir um Längen lieber als dieser Sandweg. Und selbst wenn hier irgendwelche Huckel sind, dann muss ich zwar langsam fahren, aber ich muss wenigstens schieben. Jetzt hat mir eine nette Passantin erzählt, wo ich gerade beim Lidl war, dass es hier in Bad Bodenteich auch einen Campingplatz gibt. Deswegen werde ich da jetzt mal hinfahren. Denn eigentlich ist Wittingen gar nicht so direkt meine Route. Irgendwo dahin. Ich bin auf dem Campingplatz und es ist jetzt in Bad Bodenstedt, heißt es glaube ich hier. Und der ist echt gut. Die ganze Wiese für mich. Und jetzt koche ich mir erstmal was. Aufgebaut ist ja schon. Und heute gibt es Kartoffeln. So, das Essen ist fast fertig und ich werde jetzt aber drinnen essen und da kurz umbauen, weil es hier schon so kalt geworden ist. Mal schnell umbauen. So, das noch hin. Oh, die Stange habe ich fast vergessen. Guck mal hier. So, kann ich nicht so leicht umkippen. Tür zu. Das noch zu. Perfekt. So. Supi. Home sweet home. So. Ja, hier ist mal warmes Essen. Brauche ich noch Besteck. So, also es gibt Zucchini mit Kartoffeln. Da ist noch so ein bisschen Sahneersatz drauf. Kenne ich noch nicht. Ja, also, guten Appetit.
So, der Morgen in Bad Bodenteich. Ich habe ganz gut geschlafen, obwohl hier direkt eine Straße ist. Aber ich wache sowieso mal mitten in der Nacht auf, weil ich mich immer so ein bisschen drehen muss, weil das hier halt nicht so wirklich breit ist. Und muss man so halb aufwachen, sich drehen und dann weiter schlafen. Ja, jetzt hört man gerade wieder so ein Auto, was hier vorbeifährt. Ja, wie gesagt, gut geschlafen. Jetzt werde ich erstmal frühstücken. Es war richtig kalt. So 5 Grad oder so. Hat zumindest die Wetter-App angezeigt. Dementsprechend habe ich heute Morgen auch gefroren. Ich hatte auch keinen Akku mehr, so dass ich den Heizlüfter, den ich hier habe, dass ich den nicht anmachen konnte. Jetzt habe ich erstmal meine Powerstation so ein bisschen aufgeladen. Das geht ja mal relativ schnell. Habe die wieder hier mit reingenommen und jetzt kann ich ein bisschen heizen. Ja, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ja, heute Morgen gibt es einfach nur Brot und Eiersalat. Und das Gute an den kalten Temperaturen ist, dass der sehr gut gehalten hat, obwohl ich den gestern gekauft habe. Also, guten Appetit. So, gefrühstückt habe ich und jetzt gucke ich mal, wie es draußen aussieht. Die Sonne ist auf jeden Fall schon mal rausgekommen und war immer rumgekommen. Das heißt, es könnte ein Zug sein draußen. So, jetzt muss ich nur noch meinen Frühstückstisch zurückbauen. So, auf geht's. Hier rechts ist noch der Campingplatz. Und jetzt geht's wieder Richtung Bad Bodenteich und dann aber gleich rechts rum Richtung Celle. Ja, und das Wetter ist super. Ist wieder ein bisschen kühler. Ich habe aber einfach 3 Lagen angezogen, so zwiebelmäßig. Also T-Shirt, dann ein dünnes so Sport-Sweatshirt, dann ein Windstopper und dann noch mal so eine dünne Strickjacke. Und das ist eigentlich ganz okay. Hat gestern auch funktioniert. Ja, und ich denke mal so um 12 kann ich dann wieder umziehen, als es dann zu warm wird und vielleicht auch um 1. Weil der Fahrtwind ist doch schon echt kühl. Ja, hinter mir liegen noch die Ausläufer von Reinsdorf und jetzt geht's weiter nach Bokel. Ja, jetzt fahre ich hier gerade endlos durch den Wald auf der L265 und ist aber eigentlich ganz nett, weil hier kaum Autos unterwegs sind. Wahrscheinlich habe ich irgendwie den Berufsverkehr ganz gut umfahren, denn jetzt ist es schon kurz vor 12. Ich schätze mal, morgens ist hier vielleicht viel los. Naja, jedenfalls geht es jetzt hier erst die Landstraße lang und dann ein Stück B4. Dann B191 und dann auf der geht's dann Richtung Celle. Willkommen in Bokel. Was gibt's hier? Frische Eier. Die brauche ich gerade nicht. Hier gibt es noch einen Heidecafé. Das wird jetzt noch nicht aufhaben, nehme ich mal stark an. Mal da hinten sogar Lamas. Das ist ein hübsches Dorf hier. Ja, und hier hübsche, noch alte, obwohl die sind gar nicht so alt, aber immerhin Fachwerkhäuser.
schön nachgebaut. Ist ja auch schön. Ja, hier bin ich im Ortskern von Behren. Schöne kleine Häuser hier. Und alle HSV-Fans scheinbar. Das ist schon die zweite Flagge, die ich hier sehe. Ja, und da ist der Ort auch schon zu Ende da hinten. Jetzt bin ich wieder an der B4. Also zum Glück nur ein kurzes Stück. Aber es ist auch gleich viel mehr Verkehr. Naja, aber dann geht es rüber zur B191, wo noch mehr Verkehr ist. So, wir sind in Hagen. Und auch schon wieder raus. Der war echt klein, der Ort. So, yeah, die ersten 20 Kilometer sind geschafft. Von den insgesamt 90. Ich bin jetzt gerade in Eschede am Ladepunkt an der Glockenkolkhalle. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich einmal ja nur die Powerstation angeschlossen habe. Das ist das graue Kabel. Dann gehe ich von der Powerstation einmal in den Akku rein, über ein Ladegerät, das wird das hier. Und mit dem zweiten Ladegerät gehe ich auch von der Powerstation dann in den Fahrradakku, der jetzt gerade drin ist. Das ist das Kabel, das habe ich einfach unten rausgehängt. Und so kann ich dann einfach beide Akkus laden. So, ich habe mich wieder auf den Weg gemacht aus Eschede. Ja, die Akkus sind genug geladen. Da werde ich auf jeden Fall bis nach Hannover kommen. Die Powerstation ist komplett voll. Und jetzt hat mich die B191 wieder. Ziemlich viel Verkehr, aber immerhin mit einem Radweg. Von daher kann ich hier in Ruhe langsam über die Bodenwellen fahren. Wartet eine Katze auf Beute. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. War schon sehr klein. Ja, mittlerweile habe ich nur noch 42 Kilometer. Das heißt, ich habe schon 50 geschafft. Bin schon durch Garßen durch, das ist kurz vor Celle. Das heißt, als nächstes kommt Celle. Ja, durch Celle durch wird wieder ein bisschen nervig wegen den schmalen Radwegen, aber ja, ist ja auch nicht so groß. Schaffe ich auch. Ja, langsam ist es auch ein bisschen wärmer geworden, sodass ich meine Kleidung ein bisschen erleichtern konnte. So, jetzt fahre ich gerade mitten durch Celle und diesmal fahre ich nicht so außen rum um die Altstadt, sondern mitten durch. Weil das außenrum wirklich so ein ultra schmaler Radweg ist. Deswegen fahre ich jetzt da mitten durch. So, ich werde jetzt hier reinfahren. Das komme ich nämlich am Schloss vorbei. Das ist, glaube ich, dann doch besser als durch die Altstadt. Und außerdem kann ich nochmal das Schloss filmen. Puh, geschafft. Also Celle ist ja immer ein Graus. Aber immerhin konnte ich nochmal das Schlossboot begutachten. Es steht immer noch. Ja, und jetzt geht es weiter Richtung Hannover. So, jetzt kommt gleich dieser schöne neue Fahrradweg, den ich schon auf dem Hinweg beschrieben habe. Da lässt sich richtig gut drauf fahren. Da fängt er an. Ich fahre gerade durch Kirchhorst, das ist ja, eigentlich kurz vor Hannover. So, jetzt geht es noch durch Altwarmbüchen durch.
Ja, ich fahre nach Hannover-Laahe rein, das Wetter ist immer noch schön und jetzt sind es auch nur noch 7 Kilometer. Jetzt kann ich mir mal überlegen, wie ich den Rest jetzt fahre, aber ich denke, ich werde dann ein Stück die Pottli lang und dann durch den Wald. Ja. So, jetzt fahre ich nochmal entspannt durch die Allenriede als Finale. Ja, ich bin wieder glücklich angekommen und damit endet das Video. Ja, und der ist komplett entfernt. Den muss ich ja mal so hier reinschieben. Dann kriege ich den nicht die 3 Stufen hoch. Und ja, bis zur nächsten Tour.